Grüße euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Heute möchte ich Ihnen hier einen Hund präsentieren, der zu meinen allerliebsten Hunderassen auf der Welt gehört, dem Cane Corso, einer der schönsten Molosser weltweit. Der Cane Corso gilt als direkter Nachkomme der antiken römischen Kriegshunde. Kriegshunde, oft haben Leute, wenn sie diesen Begriff hören, sofort das Bild eines 100 Kilo schweren Fleischkoloss vor sich. Doch tatsächlich war das nur ganz selten der Fall. Der typische antike Kriegshund war ein schneller, bewegungsfreudiger, leistungsfähiger Hund und selten ein großer Fleischkoloss. Besonders die alten Kelten waren dafür bekannt, mächtige Kriegshunde zu besitzen, und Gaius Julius Caesar machte schnell unliebsame Bekanntschaft mit diesen Hunden, als er mit seinen Legionen im heutigen Großbritannien eingefallen ist. Schnell erkannte er, dass seine römischen Kriegshunde den keltischen Kriegshunden am Schlachtfeld weit unterlegen waren. Und auch seine Legionäre kämpften oftmals noch mit diesen Hunden weiter, obwohl die keltischen Krieger schon besiegt waren, weil diese keltischen Kriegshunde nicht zu kämpfen aufhörten. Julius Caesar gab den Befehl an seine Legionäre aus, solche Hunde zu erbeuten und nach Rom zu schicken, wo sie dann in spektakulären Kämpfen gegen Gladiatoren und andere Tiere zum Einsatz kamen. Wir wissen, dass die Römer mit Vorliebe effektive Strategien und Taktiken anderer antiker Völker übernahmen und auf ihre Art und Weise perfektionierten. Das taten die auch mit den Kriegshunden. Und so verbaten die diese keltischen Kriegshunde mit ihren eigenen Kriegshunden, um einen Hund zu erschaffen, der den Anforderungen der römischen Legion gerecht wird. Doch was waren das für Anforderungen? Gestatten Sie mir, hier kurz mal etwas tiefer in die römische Legion einzutauchen, um Ihnen das erklären zu können. Ein römischer Legionär diente zwischen 20 und 25 Jahre lang, und wenn er das überlebt hat, wurde er mit Geld und einem Stück Land belohnt, wo er sich dann zur Ruhe setzen konnte. In dieser Zeit, in der er diente, musste der ein Multitalent sein. Er musste sein leistungsfähig, denn die römische Legion war dafür bekannt, für ihre Gewaltmärsche. Der musste genügsam sein, denn die Hauptmahlzeit eines römischen Legionärs bestand aus dem sogenannten Puls. Das war ein Getreidebrei. Mehr gab's nicht. Das war auch der Grund, warum viele römische Legionäre unter Zahnausfall litten oder Vitamin- und Mineralstoffmangel vorgewiesen haben. Er musste geschickt sein, denn jeder römische Legionär musste Palisaden bauen können oder professorische Brücken errichten können. Außerdem mussten sie Jäger sein, denn wenn sie sich in Gebieten aufhielten, wo Wild vorkam, wie zum Beispiel in den Wäldern Germaniens, dann mussten sie dieses Wild auch bejagen können, um den Speiseplan mit Fleisch aufzubessern. Selbstverständlich mussten sie auch fantastische, disziplinierte Krieger darstellen, was sie auch waren, denn die römische Legion gilt bis heute als die disziplinierteste und beste antike Armee der Geschichte. Und genau diese Anforderungen mussten auch die römischen Kriegshunde erfüllen können. Und das taten die auch. Sie waren leistungsfähig, denn kein römischer Kriegshund wurde in Karren transportiert bei den Gewaltmärschen. Die marschierten neben den Legionären. Sie waren genügsam, denn auch die Hauptmahlzeit des römischen Kriegshundes bestand aus dem sogenannten Puls. Fleisch gab es nur äußerst selten. Sie waren geschickte Jäger, denn wenn wo Wild vorkam, mussten die dieses auch packen, halten, zu Boden werfen können, erlegen können, also Jagdhelfer darstellen. Und das konnten die. Und selbstverständlich mussten sie auch gefürchtete Gegner am Schlachtfeld darstellen. Und auch das taten die. Doch nicht nur an der Seite der Legionen war der römische Kriegshund, der sogenannte Canis pugnax, zu Hause. Dieser Hund wurde auch als Hinrichtungswerkzeug missbraucht. Da wurden speziell dafür abgerichtete Canis pugnax in Arenen hineingeschickt, um zum Tode verurteilte Sklaven bei lebendigem Leibe zu zerfleischen. Und viele von Ihnen wissen, dass unsere geliebten Hunde zu einer Spezies Raubtier gehören, welche besonders grausam töten. Nicht, weil sie so böse sind, sondern weil es die Natur so gemacht hat. Und ich bin mir sicher, dass alle dieser zu Tode verurteilten Sklaven, wenn sie gekonnt hätten, einen Löwen als Hinrichtungswerkzeug gewählt hätten und nicht einen dieser Kriegshunde, denn der Tod wäre beim Löwen schneller eingetreten als beim Hund.
Getötet wurden sie so und so. Ja, grausame Zeit. 476 nach Christus brach das Weströmische Reich zusammen. Die Hunnen fielen in Europa ein, Völkerwanderung brach aus. Die Germanen drängten Richtung Rom und überrannten dieses und Rom brach zusammen. Jetzt war ein Hund im Stile dieses alten Kriegshundes ja nicht mehr gefragt und die verstreuten sich auf ganz Italien. Speziell in den ländlichen Gebieten waren die dann an den Bauernhöfen zu Hause und erfüllten dort andere Aufgaben, nämlich die Bewachung des Hofes, aber sie waren auch als Jagdhelfer immer im Einsatz. Nach den beiden Weltkriegen war dieser Canis pugnax fast ausgestorben, doch zum Glück fanden sich Hundefreunde, die das verhinderten. Die reisten durch ganz Italien in die ländlichen Gebiete und glaubten überall, wo sie fündig wurden, diesen alten Canis pugnax wieder zusammen, starteten ein neues Zuchtprojekt. Und heute glänzt der Canis pugnax wie nie zuvor unter Cane Corso. Ja, aus diesem Canis pugnax entwickelten sich zwei Typen Hunderassen. Zwei Hunderassen, die völlig eigene Hunderassen darstellen, aber einen Nenner haben, nämlich eben der Cane Corso und der Mastino Napolitano. Wenn Sie das erste Mal vor einem Cane Corso stehen, erkennen Sie diesen sofort als Molosser. Groß, stark knochig, kurzhaarig, breiter Kopf, nicht so langer, starker Fang, lose Lefzen, ja, ein typischer Molosser. Oft in den Farben schwarz, braun gestromt, silber, beige etc. Wenn nicht kopiert, dann ein Hängeohr und eine lange Rute. Aber mit Vorliebe wird der Cane Corso heute in vielen Ländern noch immer kopiert. So war ja das auch zu Zeiten des römischen Imperiums. Und diese kopierten Cane Corso, wo die Rute auf 2/3 kopiert ist, haben dann ein ganz markantes, besonderes Aussehen. In Österreich und in Deutschland ist das verboten. Bei uns sieht man diese Hunde, wenn sie nicht von ehemaligen Ostblockländern erhalten wurden, zumeist unkopiert. Vom Charakter dieses Hundes zu sprechen, ist eine undankbare Aufgabe, ist es aber generell. Denn schauen Sie, ich weiß, ich habe das schon so oft gesagt, Hunde sind Individuen, das ist mir ganz klar. Doch es gibt bei jeder Rasse eine gewisse Grundbasis, von der man ausgehen kann. Und wenn ich hier einen Charakter einer Hunderasse beschreibe, dann tue ich das laut Rassestandard. Denn in alle Individuen einzugehen, die es da draußen gibt, ist mir selbstverständlich nicht möglich. Und wenn Sie jetzt zu Hause im Besitz eines Cane Corso sind, dessen Charakterbild sich nicht mit dem deckt, welches ich gleich erklären werde, dann verzeihen Sie mir bitte. Ich glaube Ihnen das auf Wort, aber das kann selbstverständlich vorkommen. Doch der Rassestandard verlangt beim Cane Corso einen Hund, der ganz Molosser-typisch über ausgeprägten Wach- und Schutztrieb verfügt, der ein gutes Misstrauen Fremden gegenüber vorweist, alles andere als ein freundlicher Begrüßer ist, der aber nicht grundlos überaggressiv ist, gleichzeitig aber auch eine hohe Reizschwelle besitzt, wie viele andere Molosser. Das wiederum eignet diese Hunde oftmals als Kinderhund. Sie sind sehr geduldig mit Kindern, wenn sie nach dem Rassestandard gehen. Der Cane Corso ist ein absolut loyaler Familienhund, ein liebevoller Familienhund, der alles liebt, was zu seiner Familie gehört und das auch zuverlässig bewacht und beschützt. Immer zu. Generell gesehen ein Traumcharakter für einen Traumhund. Ich kenne einige Cane Corso persönlich. Eine Hündin sehe ich fast täglich. Die Hydra. Ich möchte Ihnen hier kurz mal 3 Cane Corso vorstellen. 2 davon sind im Besitz von Zusehern meines Kanals. Die erste Cane Corso Hündin ist die Maila vom Jan. Grüß dich, Jan. Eine Hündin, über die ich charakterlich recht wenig Bescheid weiß. Ich habe ihn kurz vor dem Video nochmal angeschrieben, den Herrn Jan, doch dürfte ihn meine Nachricht noch nicht erreicht haben. Ich weiß aber, dass das eine recht problemlose Hündin ist. Eine Hündin, wo mir Herr Jan schon des Öfteren geschrieben hat, welch wundervollen Charakter sie nicht hat. Ja? Außerdem gefällt sie mir auch optisch sehr gut. Ist eine wunderschöne Hündin. Ich habe sie schon mal in einem meiner Videos gebracht. Also, die Maila vom Herrn Jan. Grüße nochmal an Jan. Der zweite Hund ist der Brutus, wird 3 Jahre alt, ein Cane Corso Rüde,
in braun gestromt, 73 cm Schulterhöhe, aktuell 45 Kilo Gewicht, also eher in der leichteren Kategorie zu Hause, aber nicht zu leicht. Ich sah Videos von diesem Hund, er ist im Top-Zustand. Ein wunderschöner Hund, der allerdings charakterlich etwas, will ich sagen, etwas schwierig ist. Hallo Dirk. Dirk, der Besitzer dieses Hundes, hat ihn aus schwierigen Verhältnissen gerettet im Alter von 10 Wochen. Der Hund zeigt manchmal etwas zu schüchternes Verhalten anderen Hunden gegenüber oder fremden Menschen gegenüber. Er ist manchmal etwas überscheu. Ist aber in guten Händen, dieser Hund, denn der Besitzer, Dirk, hat große Erfahrung mit Hunden. Ich habe recht lange mit ihm geschrieben und bin fast täglich mit ihm in Kontakt. Und man bekommt schon mit, wenn man es mit einem Hundekenner zu tun hat. Dirk ist so ein Hundekenner. Ich bin mir sicher, Brutus wird sich noch toll entwickeln in seiner Hand. Das war der Brutus. Und als dritter die Hydra, eine Cane Corso Hündin, knapp 70 cm Schulterhöhe, etwa 200 Meter Luftlinie von mir zu Hause. Gewicht über 50 Kilo, braun gestromt, eine Top-Hündin, von welcher ich Ihnen etwas mehr charakterlich erzählen kann. Das ist wieder eine Hündin, die diesen typischen Cane Corso Charakter hat. Ich kenne Hydra jetzt seit knapp 5 Jahren und sehe sie fast täglich. Hydra ist mir nicht feindlich gesinnt, ja, aber jedes Mal, wenn sie herausgeschossen kommt aus ihrem Garagentor auf mich und auf meinen Hund zu, und ich sie begrüße, sage, Hydra, Mädchen, hallo, sieht sie mich täglich so an, so. Ich kann sie lesen, aber sie macht es mir nicht leicht. Und als sie das erste Mal auf mich zugeschossen kam, zweifelte ich etwas an ihrem Vorhaben. Ja? Doch es ging alles gut. Mein Hund ist schwer verliebt in diese Hündin, also das ist seine Traumpartnerin und auch sie liebt meinen Hund. Doch die Hydra und ihre Partnerin, eine bayerische Gebirgsschweißhündin, sind in ganz Neudörfel gefürchtet. Ja? Und der Einzige, der sich zu ihnen in ihre Nähe begibt, bin ich und mein Hund. Ja? Ich streichel die Hydra noch nie, ich streichel die ihr kurz mal über den Kopf, aber sie ist mir gegenüber sehr reserviert, obwohl sie mich eigentlich schon sehr gut kennt. Auch nähert sie sich uns immer auf extrem dominante Art und Weise. Auf diesem Bild sehen Sie, wie sie sich gerade auf dominante Art und Weise meinem Hund nähert. Doch es ist dann immer so, dass Sekundenbruchteile später sie sofort in den Spielmodus verfällt. Doch im ersten Moment wirkt sie extrem bedrohlich, glauben Sie mir das. Und wenn Sie so ihre Silhouette im Dunkel der Garage auf sich zulaufen sehen, mit erhobener Rute, mit gespanntem Blick, Falten auf der Stirn, wenn sie da so rausgeschossen kommt im schnellen Trab. Also, wenn man sie das erste Mal sieht, ist sie schon ziemlich respekteinflößend, wenn ich so sagen kann. Also, Hydra ist eine Hündin, die absolut misstrauisch ist gegen Leute, die nicht zu ihrer Familie gehören. Nicht bösartig, aber sie ist der typische Cane Corso. Einen Wach- und Schutztrieb. Ich weiß das, wenn sie mit dem Auto vorbeifährt und jemand geht beim Auto vorbei. Boom, da glaubt man, sie kommt durch die Fensterscheibe durch. Sie ist eine Wächterin, wenn jemand bei der Garage draußen vorbeigeht, hört man ihren Bass so, uff, uff, schlägt sofort an und sie ist sehr misstrauisch Fremden gegenüber. Ich weiß aber auch vom Besitzer, das ist der Besitzer des heutigen Wiedmanns, also einer tollen Gaststätte bei uns in Neudörfel, dass sie zu Hause ein absolut verschmustes Mädchen ist. Also ich würde Hydra als den typischen Cane Corso bezeichnen, so wie er vom Rassestandard beschrieben wird. Ja, aber wie gesagt, nochmal zurück, das ist eine individuelle Geschichte. Bei Brutus möchte ich fast vermuten, dass dieser Hund noch in der Pubertät ist. Ja, Dirk wird das selber besser wissen, aber er hat mir schon erzählt, und er wird jetzt 3 Jahre alt, er hat mir schon erzählt, dass er hat ja eine Hündin auch, eine Dackel-Mix-Hündin, und wenn die läufig ist, dann interessiert das Brutus überhaupt nicht. Ja? Also jeder Knochen ist ihm lieber als die läufigen Hündinnen. Das wiederum sagt mir, dass er eigentlich noch nicht ganz reif ist in der Birne. Ja? Und ich habe ihm schon gesagt, es kann leicht sein, dass das jetzt von Monat zu Monat anders ist bei ihm und der Mann hervorkommt. Ja? Muss nicht sein, aber ich gehe davon aus, dass es so ist. Wenn wir schon zur Reife gehen, schauen Sie,
Der Cane Corso ist bezüglich Reifwerden ein typischer Molosser. Das ist so. Viele Menschen glauben das nicht und besitzen. Ich kannte jemanden, der hatte 2 Bullmastiffs. Diese Rüden waren alt 2 oder 2,5 Jahre und waren körperlich fertig. Also das waren wuchtige Kandidaten, aber verhielten sich recht, möchte ich mal sagen, schüchtern. Vielleicht sogar schreckhaft in vielen Situationen. Dieser Herr besaß vorher einen kaukasischen Hofjagger. Dieser Charakterunterschied zu seinem Kaukasen, ja, der war auf ihn derartig extrem, dass er zu mir sagte, ich besitze 2 Bullmastiffs, die sind absolute Feiglinge. Und ich sagte ihm damals, dieser Herr hieß Franz, sagte ihm damals, lass ihnen noch etwas Zeit. Und wenn sie 4 Jahre alt sind und Männer sind, dann sind sie Männer. Ich traf ihn dann tatsächlich 2 Jahre später und das waren 2 selbstbewusste, furchtlose Bullmastiffs. Das dauerte extrem lang. Oftmals ist das bei Molossern so. Jeder deutsche Schäferhund ist mit spätestens 2 Jahren im Kopf erwachsen. Ein Mann oder eine erwachsene Frau. Oftmals benötigt es 4 Jahre, bis ein Molosser Rüde oder eine Molosser Hündin im Kopf fertig sind. Bis dahin pubertieren die im Kopf. Und viele Besitzer solcher Hunde denken sich, mein Hund besitzt nicht die typischen Charaktereigenschaften eines Molossers, nämlich Nervenfestigkeit, Selbstbewusstsein, Mut, Wach- und Schutztrieb. Ich gebe Ihnen nur einen Tipp, liebe Molosser-Besitzer. Wenn Sie im Besitz eines solchen Hundes sind, der noch nicht Ihren Anforderungen des typischen Molossers charakterlich entspricht, lassen Sie dem Hund noch etwas Zeit. Molosser brauchen auffällig länger als andere Hunderassen, um im Kopf reif zu werden. Vielleicht ist das ja auch bei Brutus so. Nochmal, liebe Grüße Dirk, hast einen tollen Hund. Ja, so viel zum Charakter des Cane Corsos. Das ist immer eine undankbare Geschichte. Das wollte ich damit eigentlich irgendwie so kompensieren, so erklären, so ja, Sie wissen schon, was ich meine. Für wen eignet sich der Cane Corso? Für alle Molosser-Fans, für Leute, die sich von der Optik von antik aussehenden, großen, starken Hunden angesprochen fühlen. Aber auch für Hundesportler, denn ich sage Ihnen was, ich habe das schon mal in einem Video gebracht, wo es um Gebrauchshunderassen ging. Der Canis Pugnax, also der direkte Vorfahre des Cane Corsos, der war schon ein Gebrauchshund, lange bevor es die heutigen Gebrauchshunderassen überhaupt gegeben hat. Mit einem Cane Corso kann man sehr gut am Hundeabrichteplatz arbeiten, vielleicht am besten von allen Molossern, würde ich mal sagen. Und ich kenne eine Working Cane Corso Dog Hündin, relativ klein, an die 60 cm Schulterhöhe, weit kleiner als mein Rüde mit 65 cm, die am Abrichteplatz erfolgreich an Turnieren teilnimmt. Das ist eine Top-Arbeitshündin. Klar ist das auch wieder eine individuelle Geschichte. Ich bin mir sicher, dass der Bruder von Hydra, also dieser Hündin, die hier 200 Meter Luftlinie von mir entfernt lebt, eher weniger für den Gebrauchshundesport geeignet ist, denn das ist ein Mutant. Der lebt in der Nachbarortschaft in Bad Sauerbrunn und das ist ein Cane Corso Rüde, schwarz. Glänzenden Klavierlack schwarz mit 76, 77 cm, ein Koloss, und ich weiß, dass er über 70 Kilo schwer ist, mit einem Kopf in dieser Breite, also in dieser Breite, also der hat einen Schädel größer als ein Basketball. Als ich den das erste Mal auf mich zukommen sah, wirkte er auf mich wie ein Wasserbüffel. Ja, mein Hund natürlich gleich, was willst du, komm, ich mach dich fertig. Ja, der Cane Corso stand dort und dachte sich höchstwahrscheinlich, komm her Junge, versuch's. Nein, auch charaktertechnisch ähnlich wie seine Schwester. Eher mürrisches Trainen, absolut selbstbewusst, dominant, furchtlos, aber auch nicht überaggressiv. Ein Hund, der Stärke ausstrahlte. Dennoch auf eine Art und Weise ruhig war, ein beeindruckender Hund, aber für den Gebrauchshundesport höchstwahrscheinlich alleine schon durch seine enorme Substanz weniger zu gebrauchen. Also das ist schon ein richtiger Mutant. Auch die Hydra, die Hündin da neben mir, hat Körperausmaße, wie ich sie mir von einem Cane Corso Rüden wünschen würde. Ich sagte schon oft zu meiner Frau, ich sagte was,
sollten wir uns einmal einen Cane Corso nehmen. Ich wäre höchst zufrieden, wenn der Rüde so aussehen würde wie Hydra, wie die Hündin. Also die ist wunderschön, ein Wahnsinnsmädchen. Ja, der Hund eignet sich selbstverständlich für alle Molosser-Fans, für Hundesportler, für Menschen, die aktiv sind. Also das ist kein Hund für Faulenzer. Sie müssen mit dem Hund nicht täglich über Stock und Stein unterwegs sein. Aber ein Cane Corso ist ein sportlicher Molosser. Der fordert schon etwas Bewegung. Ein Top-Grundstücksbewacher, ein Wahnsinns-Familienhund, aber nicht unbedingt geeignet für Anfänger. Für Leute, die sich ihren ersten Hund besorgen wollen oder für Leute, die bis jetzt immer nur Hunde in der Kategorie bis 10 Kilo besessen haben. Das ist schon eine etwas andere Kategorie. Ja. Ein Cane Corso ist da schon ein anderes Kapitel. Sie sollten auf jeden Fall eingelesen sein in die Hundewelt. Sie wissen schon, was ich meine. Also nichts für pure Anfänger. Davon bin ich absolut überzeugt. Generell gesagt ist der Cane Corso für mich einer der schönsten Molosser auf der Welt. Für mich persönlich sowieso der beste Molosser, höchstwahrscheinlich. Ja, um kurz zu erklären, wie ich zu diesem Hund stehe, das ist gleich erledigt. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, wie lange würdest du brauchen, um mir zu sagen, diese Hunderasse ist meine letzte Hunderasse, dann nehme ich mir keine mehr, würde ich sagen, gib mir 3-4 Stunden Zeit. Ja? Denn mir gefallen so viele Hunderassen so gut, ich sag's Ihnen. Ja? Würde diese Person aber zu mir sagen, nein, du hast nur mehr 5 Sekunden und ich sage halt und der sagt 3, 2, 1, würde ich sagen, Cane Corso. So stehe ich zu diesem Hund. Ja? Jetzt wissen Sie es. Viele Hunde stelle ich auf eine Stufe mit diesem Hund. Mir gefallen so viele Hunde so gut. Meiner gefällt mir am allerbesten. Das ist einmal ganz klar, so wie Ihnen auch Ihrer am besten gefällt. Aber Sie wissen schon, was ich meine. Viele Hunde stelle ich auf dieselbe Stufe mit einem Cane Corso, aber wenn es wirklich hart auf hart kommt und ich so unter Druck gesetzt werden würde, Cane Corso wäre das Erste, was aus mir heraussprudeln würde. Ja. So stehe ich zu dem. Ja. Viel mehr kann ich über diesen Capazunder eigentlich nicht sagen. Nur so viel, das ist auch für geeignet für Leute, die geschichtlich interessiert sind, Hunde interessiert sind und sie vielleicht ein Stück Geschichte mit nach Hause nehmen wollen. Denn ich bin so ein Mensch und ich fand einmal einen konstantinischen Folis, also so eine Münze. Da war der Kaiser Konstantin drauf geprägt, der das Christentum mehr oder weniger erlaubte. Auf einem Feld bei uns in der Nähe, hier lagerten ja auch die Römer. Das ließ ich mir einfassen und hängte mir eine Zeit lang um den Hals. Mir gefällt sowas und mit einem Cane Corso nehmen Sie sich auch ein Stück römische Geschichte mit nach Hause. Das wollte ich noch sagen. Ja, aber das war's jetzt mit dem Cane Corso. Liebe Zuseher, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Selbstverständlich würde ich mich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.